Solche Lastenbikes habt ihr bestimmt schon gesehen. Die liefern ja neuerdings die Pakete in der Stadt aus und das nennt sich Micromobility. Wenn ihr jetzt wie ich gedacht habt, die sind aus China. Nee, falsch, die sind aus dem Sauerland. Micromobility, die wird vorangetrieben von Mubea. Die sind Automobilzulieferer und einer der Weltmarktführer im Leichtbau. Und wie die das Know-how vom Auto aufs Fahrrad rüberbringen, das schauen wir uns heute an. Und wir dürfen heute mitten in die Produktion. Ich treffe den Produktionsleiter Ralf. Was macht ihr denn genau hier? Wir montieren hier unsere Heavy-Duty Cargo Bikes, das schon mehr als 1000 Mal, made in Germany, und von hier aus geht es dann raus in die Welt. Jetzt stehen wir vor so einem fertigen Fahrzeug. Welche Innovation ist da eingeflossen? Ja, also im Grunde genommen siehst du, dass eigentlich in jedem Bereich des Fahrzeugs sind die einzelnen Produktsparten, die Divisionen von Mubea eingeflossen. Zum Beispiel am Fahrwerk sieht man das. So findest du das eigentlich auch im Auto. Das ist aber eigentlich ein Fahrrad, ne? Natürlich, es bleibt ein Pedelec, elektrisch unterstützt, du brauchst keinen Führerschein. Ich würde das ja gerne mal fahren, aber genau die Frage, ich brauche keinen Führerschein. Genau, du brauchst keinen Führerschein, um das zu fahren, du brauchst auch kein Versicherungskennzeichen. Du kannst auf Fahrradwegen dich bewegen und brauchst keine Zulassung dafür. Für mich sieht das aus wie ein ganz spezielles Fahrrad. Was ist da dran besonders? Regulatorisch gesehen haben wir ein E-Bike, also ein Pedelec. Was das im Wesentlichen ausmacht, ist, dass du mit 250 Watt Nenndauerleistung bis zu 25 km/h elektrisch unterstützt fahren kannst. Auch ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung ist die Ergonomie. Ja, es ist ein tägliches Arbeitsgerät und für uns ist das ein wichtiger Baustein, dass du den ganzen Tag darauf im Prinzip arbeiten kannst, fahren kannst. Wie weit komme ich denn jetzt mit so einem Fahrrad? Wie viel Kilometerleistung hat das? Ist natürlich immer abhängig von Höhenprofil und Beladung, die du gerade hast, aber du kommst mit einer Akkuladung zwischen 25 und 50 Kilometer weit. Du hast die Möglichkeit, während der Fahrt hier noch einen zweiten Ersatzakku mit dir zu führen. Was schaffen wir denn Maximum? 18% Steigung sind möglich. Es gibt dann noch mal so eine Art Kriechgang, den man hier wählen kann. Das ist dann sozusagen der Zusatzboost am Berg. Die Schildkröte. Die Schildkröte ist der Zusatzboost am Berg, genau. Das habe ich gesehen, der hat einen Rückwärtsgang. Der hat einen Rückwärtsgang. Und das Beste ist, du kannst auch, indem du rückwärts pedalierst, bremsen und lädst gleichzeitig deinen Akku wieder auf. Das ist dann unsere Rekuperationsfunktion. Jetzt denken die Leute im Film wahrscheinlich, guck, jetzt stehen sie in China in der Halle. Nee, es ist aber mitten in Attendorn. Wir sind in einer Halle von Mubea, wo wir über viele Jahre hinweg Ventilfedern produziert haben. Seinerzeit Kerngeschäft für Verbrennungsmotoren. Und jetzt leisten wir hier unseren zeitgemäßen Beitrag für die neue Mobilität. Viele Mitarbeiter hier, viele Kollegen sind aus den angestammten Produktionsbereichen bei Mubea zu uns gewechselt. Insofern haben wir jahrelange Erfahrung und das ist unsere Stärke. So, jetzt habe ich das Ding. Jetzt fahren wir zu Konrad, der ist der Geschäftsführer hier und da reden wir über Vertrieb und Wachstum. Jetzt hat der Ralf mich doch hierher geschickt, ich soll doch mal den Konrad suchen. Das ist der Geschäftsführer von Micromobility, Fahrradladen. Ja, wer ist das hier? Ja, schauen wir mal. Konrad. Ja, hi, grüß dich, servus. Ja, jetzt sind wir hier im Fahrradladen von Mubea. Hier drin ist aber auch unser Showroom von der Micromobility und den kann ich dir vorne jetzt direkt zeigen. Mit dem Ding bin ich doch hergekommen. So ja. Sieht es drunter aus. Ja. Genau, so sieht es drunter aus. Ich glaube, ganz so sah das nicht aus, mit dem du hergekommen bist. Aber ja, das ist im Grunde das Gerüst unten drunter. Wo fahren denn diese Fahrzeuge überall rum? In fast allen deutschen Großstädten wie Frankfurt, München, Berlin, aber auch in Europa, Barcelona, London und seit Anfang dieses Jahres sind wir auch stolz drauf, in New York, Manhattan sind wir mit unseren Bikes unterwegs. Überall da, wo viel Verkehr ist, Stau, wenig Parkplatzmöglichkeiten, wo unser Cargo-Bike einfach eine smarte Mobilitätslösung ist und die wird von unserem Kunden gewertschätzt. Jetzt bin ich mit einem unterschiedlichen Modell hergekommen. Sag mal, wer sind denn so eure Kunden? Ja, unsere Kunden sind insbesondere Kunden aus dem CAP-Bereich. Was ist CAP? Ja, Kurier-, Express- und Paketdienstleister, wie wir sie alle kennen, in den Städten unterwegs sind. Das sind schon unsere Hauptkunden, aber über die Aufbauten und die Boxen, die wir hinten drauf haben, haben wir eben die Möglichkeiten für ganz andere Kundengruppen individuelle Lösungen zu gestalten. Hier beispielsweise für Kommunen oder Städtereinigungen, die dann ein extra Fach haben für ihre Werkzeuge, ein abschließbares Fach separat. Das brauchen die Paketdienstleister beispielsweise nicht. Die wollen das komplette Volumen hinten in der Box haben. Ist es nicht aufwendig, wenn ihr so viele individuelle Boxen anbietet? Planung, Umsetzung? Absolut, wobei die Rahmenbedingungen ja ähnlich sind. Und es ist schon klar, dass uns auch lieber ist, wenn da ein Flottenbetreiber kommt, der gleich 10, 20, 100 Fahrzeuge nimmt. Aber wenn der Kunde das wünscht oder spezielle Anforderungen hat, dann machen wir auch individuelle Ausbauten der Boxen. Ich sehe schon, Wachstum und Vertrieb schreiten voran. Europa seid ihr unterwegs, aber jetzt auch USA. Ja, richtig.
Ist halt so, dass wir schon versuchen, mit unseren bestehenden Kunden dort zu wachsen, wo die auch wachsen wollen. Das sind halt nach wie vor die ganzen Metropolen dieser Welt. Und wir haben natürlich mit Mubea als international tätigem Automobilzulieferer alle Möglichkeiten, das logistische Netzwerk zu nutzen und damit eben auch global zu wachsen. Jetzt sehen wir hier die Leichtbaumaterialien, für die Mubea ja eigentlich steht. Ja, jetzt war ich auch im Fahrradladen drüben und wie das von der Finanzseite aussieht, das erklärt mir jetzt Guido. Du bist der Head of Treasury bei Mubea. Wie kommt man jetzt vom Hersteller von Leichtbaumaterialien zum Cargo-Bike? Da müssen wir mal 10 Jahre zurückgehen. So Mitte der 10er Jahre haben ja immer mehr Großstädte festgestellt, dass die Mobilitätskonzepte nicht mehr für die Zukunft tragfähig sind. Ja, also immer mehr Staus in den Innenstädten, immer mehr Luftverschmutzung. Und deswegen werden immer mehr Autofahrspuren zu Radspuren oder eben zu reinen Elektrofahrspuren. Und das war für unseren CEO und Hauptgesellschafter auch so ein Hintergrund, wie bekommen wir unsere Kompetenz eben in diese neuen Verkehrsmittel, in diese neuen Verkehrskonzepte, die es für die Zukunft braucht. Und da ergab sich dann 2017 die Möglichkeit, einen kleinen E-Bike-Store in Attendorn zu übernehmen. Jetzt wollten wir aber nicht von Anfang an E-Bikes, sondern wir wollten eigene Konzepte entwickeln. Jetzt seid ihr ja mitten in einer Transformation. Könnte man so sagen, oder? Absolut, mittendrin. Wir sind 110 Jahre alt. Und man wird nur so alt, wenn man sich den äußeren Gegebenheiten anpasst mit der Zeit. Und das heißt also, die Entwicklung mitgeht, die die Märkte halt vorgeben. Und vielleicht auch einen Teil selber mit, den Markt zu definieren. Und diese Transformation läuft bei uns nicht nur im Automotive-Bereich mit der gesamten Elektrifizierung, sondern eben auch dadurch, dass wir mit der Micromobility einen völlig neuen Bereich hinzugenommen haben. Wie finanziert ihr eigentlich euer weiteres Wachstum? Das ist das Schöne dann als großes mittelständisches Unternehmen, dass wir das aus unseren eigenen Ressourcen finanzieren. Das heißt, wo viele Start-ups und letztendlich die Micromobility ist ein Start-up, womit die zu kämpfen haben, ist Funding zu finden, Investoren zu überzeugen. Hier ist der Gesellschafter und Geschäftsführer überzeugt. Und ein Teil unseres Entwicklungs- und Investitionsbudgets wird halt reserviert für die Micromobility. Im Moment habt ihr eine Produktion von ca. 1000 Cargo-Bikes, Kleinserienproduktion. Was, wenn wir eine Null hinten dranhängen? Ich habe da mal den Satz von unserem Gesellschafter gehört, 1000 Stück im Jahr ist schön, 10.000 Stück ist viel schöner. Also von daher muss das Ziel sein. Dann hast du auch mehr zu tun im Treasury. Dann haben wir auch mehr im Treasury damit bestimmt zu tun.